Heute reden wir über die zwei grössten Fallstricke beim Anlegen: die Selbstüberschätzung und das Bauchgefühl. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. Investieren Anlegerinnen und Anleger anhand von rein rationalen Kriterien, wie zum Beispiel am Anlagehorizont, der erwarteten langfristigen Rendite und der eigenen Risikotoleranz? Nicht unbedingt, wenn man der Verhaltensökonomie glaubt. Denn sonst würden Anleger nicht dazu neigen, eher in Börsentitel von Unternehmen zu investieren, die einen einfach auszusprechenden Namen haben. Selbst gute Stimmung, wie zum Beispiel, wenn die Sonne scheint, hat einen Einfluss und verleitet tendenziell eher zum Kaufen. Ein regnerischer Tag hat wiederum den umgekehrten Effekt. Die irrationalen Verhaltensmuster sind aber nicht zufällig, sondern sind tief in uns verankert. Schauen wir uns den ersten Fehler an: Overconfidence, also übermäßiges Selbstvertrauen oder Selbstüberschätzung. Wenn man Autofahrer fragt, ob sie zu den besten 30% gehören, antwortet 80% mit Ja. Menschen neigen nämlich dazu, sich und ihr Können zu überschätzen. Das Verhalten lässt sich auch auf Anleger übertragen. Selbstvertrauen ist gut. Die Zufallsnatur von Marktbewegungen macht uns aber oft einen Strich durch die Rechnung. Kaufen wir heute Nestlé-Aktien und der Titel gewinnt an Wert, schreiben wir das gerne unseren eigenen Fähigkeiten zu. Verliert der Titel aber, dann findet man leicht andere Gründe dafür. Das Gleiche gilt auch für ganze Anlageklassen. Letztendlich sind entwickelte Anlagemärkte, soweit es sich um liquide Anlageklassen handelt, aber sehr effizient. Das heisst, vorhandene Informationen sind schon im Marktpreis enthalten. Und darum tun sich auch Profis schwer damit, Aktienkurs vorherzusagen. Ein Portfolio darf aber durchaus eigene Überzeugungen und Markterwartungen widerspiegeln. Eine Überzeugung kann zum Beispiel sein, dass die USA aufgrund von ihrer Geschichte, Kultur und Verfassung ein besonderes freiheitliches Land sind und sie deshalb auch in Zukunft eine sehr hohe Produktivität haben werden. Oder auch nicht. Auch das Gegenteil könnte eine legitime Markterwartung sein, wenn man es gut begründen kann. Wichtig ist aber, dass man sich bewusst bleibt, dass auch die eigene Markterwartung mit grosser Unsicherheit behaftet ist. Wenn man der eigenen Markterwartung mehr Vertrauen schenkt, als Menschen möglich ist, verschenkt man sein eigenes Risikobudget für sinnlose Einzelwetten. Das Portfolio ist dann nicht mehr gut diversifiziert. Kommen wir zum zweiten Stolperstein: blindes Vertrauen aufs Bauchgefühl oder die Intuition. Intuition gibt blitzschnelle Orientierung und ist per se nicht schlecht. Aber wenn es ums Investieren geht, dann lassen uns Gefühle wie Angst und Euphorie oft falsche Entscheidungen treffen. Kapitalmärkte sind naturgemäß volatil, das heisst, es ist ständiges Auf und Ab. Gewinne können leicht zu Euphorie führen und Verlust zu Angst. Beides ist gefährlich beim Investieren. Wer sich von der Angst leiten lässt, reduziert nach Verlust regelmäßig die Aktienquote. Das reduziert zwar das Risiko für weitere Verluste, gleichzeitig nimmt man aber auch nur halb an Markterholungen teil. Und die können auch V-förmig, also sehr schnell, verlaufen. Umgekehrt, wenn die Märkte steigen, ist man geneigt, seine Aktienquote zu erhöhen. Gut, wenn sich der Trend tatsächlich fortsetzt. Schlecht aber, wenn sich der Trend kehrt. Nicht vergessen werden sollte auch, dass mit dem ganzen aktiven Trading obendrauf auch hohe Transaktionskosten entstehen. Aber wie kann man die Fallstricke in der Praxis konkret umgehen? Dein Portfolio muss zu deiner individuellen Risikoneigung und Risikofähigkeit passen, was man unter dem Begriff Risikotoleranz zusammenfasst. Die ermittelt ein Online-Vermögensverwalter ganz einfach mit dir anhand von einem simplen Fragebogen. Und nachdem dein Portfolio steht, erstellst du am besten einen fixen Einzahlungsplan. Denn Market Timing ist nicht besser als ein Würfelspiel. Wir sehen, weniger Aktionismus ist mehr. Und Gelassenheit und Geduld werden an der Börse langfristig belohnt. Der passende Anlagemix gibt dir die Sicherheit, auch in volatilen Marktphasen einen kühlen Kopf zu bewahren. Auf welche Verhaltens- oder Denkfehler bist du beim Investieren selber schon gestossen? Hinterlasse mir einen Kommentar oder schreibe mir eine E-Mail auf felix@truewealth.ch. Bis zum nächsten Mal.